Hallo Pfannkuchen, liebe Freunde. Um das Leben mit neuen Emotionen und eindrucksvollen Erlebnissen zu füllen, muss man manchmal selbst Anlässe zum Feiern finden. Zum Glück für uns. Das haben schon längst die Organisatoren grandioser Events getan, die Jahr für Jahr in verschiedenen Ecken der Welt stattfinden. Wenn man sich mit einer Auswahl der besten Festivals der Welt vertraut macht, kann man sich ein für allemal davon überzeugen, dass das Leben voller bunter und erstaunlicher Ereignisse ist. Vorweg sei gesagt, dass jedes dieser Events das Potenzial hat, in ihre Sammlung unvergesslicher Erinnerungen aufgenommen zu werden. Haben Sie jemals riesige Eisskulpturen gesehen, die kaum von der Realität zu unterscheiden sind? Das internationale Festival der Eisskulpturen findet seit 1963 in der chinesischen Stadt Harbin statt. Ab etwa dem 5. Januar verwandelt sich dieser Ort buchstäblich in ein Märchen. Erstaunliche, schneebedeckte, eisige Kulissen versetzen einen in eine andere Realität. Normalerweise dauert das Festival einen Monat, aber manchmal bleiben die Skulpturen bis Ende Februar auf den Plätzen. Im Durchschnitt können Besucher etwa 2000 Exponate sehen, die sowohl Kinder als auch Erwachsene begeistern. Neben der eigentlichen Ausstellung werden im Rahmen der Veranstaltung verschiedene Konzerte, Aufführungen und aktive Freizeitaktivitäten organisiert. Wussten Sie, dass in Japan ein Lichterfestival stattfindet? Das erstaunliche Lichterfestival in der Stadt Kubana findet von November bis März statt. Im Rahmen dieses Ereignisses wird der botanische Garten Nabana no Sato mit Millionen von LED-Lämpchen geschmückt, die in seinen Gärten und Gewächshäusern in bunten Lichtern erstrahlen. Mit ihrer Hilfe werden verschiedene Lichtinstallationen und Bilder geschaffen, die selbst den anspruchsvollsten Kenner beeindrucken. Alle Lämpchen werden durch Solarbatterien betrieben, die tagsüber aufgeladen werden. Eine der beeindruckendsten Installationen ist der Lichttunnel. Darin entstehen einfach unglaubliche Fotografien. Jährlich kommen Tausende von Touristen hierher, um diese atemberaubende Schönheit zu sehen. Haben Sie gehört, dass in Peru der Tag der Sonne gefeiert wird? Dem Fest Inti Raymi liegen die alten Zeremonien der Inka und anderer indigener Völker zugrunde, die Teil des Reiches waren. Das Festival wird jedes Jahr in Cusco zur Zeit der Wintersonnenwende am 24. Juni gefeiert. Der Sonnengott Inti galt als der Urvater des Lebens und als Schutzpatron des Inka-Reiches. Ich bin Tawant Insu. Die gesamte Bauernbevölkerung verehrte ihn, um eine gute Ernte im kommenden Jahr zu erhalten. Diese Handlung wurde von Opfergaben, Tänzen, Ritualen und Weissagungen begleitet. Heute ist das Inti Raymi Festival ein ebenso beeindruckendes Spektakel, bei dem man große Umzüge und Zeremonien sehen kann, das Entzünden des heiligen Feuers beobachten und in die unvergleichliche Atmosphäre des ältesten Festes eintauchen kann. Sicherlich wissen Sie, dass es in China traditionelle Laternen gibt. Aber wussten Sie, dass es in China ein Fest für diese Laternen gibt? Das geheimnisvolle und wunderschöne Laternenfest Yuan Xiaoye. Die Chinesen feiern es jedes Jahr am 15. Tag des ersten Monats nach dem Mondkalender. Es hat uralte Wurzeln und seinen Ursprung im 15. Jahrhundert. Laut daoistischen Legenden ist dieser Tag mit dem Namen Tianguan verbunden, dem Beschützer des Himmels, der Licht, farbenfrohe Darbietungen und Feuer liebt. Während des Festivals zünden die Bewohner Chinas Himmelslaternen in den unterschiedlichsten Formen und Größen an und lassen sie dann in den Nachthimmel steigen. Die in bunten Lichtern leuchtenden Straßen der chinesischen Städte werden zu Zentren großer Volksfeste, Schauplätzen für Aufführungen, Konzerte und Feuerwerke. In Schottland wird die Geschichte geehrt, insbesondere die der Wikinger. Das größte Wikinger-Festival, Aphelia, findet am letzten Dienstag im Januar statt und ermöglicht es den Gästen, einen Blick in die legendäre Vergangenheit dieser furchtlosen Krieger zu werfen. Jedes Jahr werden in schottischen Städten Fackelumzüge von Einheimischen in Karnevalskostümen veranstaltet. Der Umzug selbst wird oft von einer spektakulären Feuershow und Musik begleitet. Während der Prozession tragen verkleidete Wikinger ein stilisiertes Langschiff zum Fluss, wo es rituell verbrannt wird. In der Regel endet das Fest mit einem Festmahl, Kämpfen, Liedern und Tänzen. Dieses Ereignis ermöglicht es den Gästen, sich mit der alten Geschichte Schottlands vertraut zu machen. Wussten Sie, dass in Indien ein Festival stattfindet, bei dem das Gute über das Böse siegt? Der Zeitpunkt des alten hinduistischen Festes Holi fällt auf Ende Februar bis Anfang März. Jedes Jahr ist es ein farbenfrohes Spektakel.
Es symbolisiert den Sieg des Guten über das Böse. Alles beginnt mit einem Lagerfeuer, dessen heiliges Feuer das Böse verbrennt, und danach erwartet die Teilnehmer echtes Vergnügen. Menschenmengen bestreuen sich gegenseitig mit farbigem Puder und organischen Farben als Zeichen des Guten und des Glücks. Die unglaubliche Energie von Freude und Glück, die auf dem Festival herrscht, ist so ansteckend, dass es einfach unmöglich ist, gleichgültig zu bleiben. Deshalb wird Holi heute nicht nur in Indien, sondern auch in vielen anderen Ländern gefeiert. Haben Sie schon vom farbenprächtigsten und bekanntesten Fest in Venedig gehört? Karneval. Jedes Jahr von Ende Februar bis Anfang März füllt sich die romantischste Stadt Italiens mit leuchtenden Farben und Klängen der Musik. Die Bewohner und Gäste Venedigs kleiden sich in prächtige Kostüme im mittelalterlichen Stil und verbergen ihre Gesichter hinter Masken, die längst zum traditionellen Symbol des venezianischen Karnevals geworden sind. Jeder, der möchte, kann an diesem spektakulären Ereignis teilnehmen. Es reicht, sich einfach eine Maske zu kaufen. Übrigens, während des Festes werden sie buchstäblich an jeder Ecke verkauft. Am Ende des Karnevals findet eine Preisverleihung für die Teilnehmer statt, die die originellsten und auffälligsten Kostüme gezeigt haben. Wussten Sie, dass in Spanien ein Tomatenkampf-Festival stattfindet? In den letzten Tagen des ausklingenden Sommers findet in Spanien das erstaunliche Festival La Tomatina statt. Über 7 Tage hinweg werden in vielen Städten Musikaufführungen, Tänze, Paraden und Feuerwerke veranstaltet. All dies wird von erbarmungslosen Kämpfen begleitet, bei denen reife Tomaten die Hauptwaffe sind. Die Teilnehmer schwimmen buchstäblich in Tomatensaft und verschonen ihre Gegner in dieser blutigen Schlacht keineswegs. Darüber hinaus kann man im Rahmen des Festes an originellen Wettbewerben teilnehmen. Der schwierigste Teil des Festivals ist die Reinigung der Häuser und Straßen mit Wasserschläuchen, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Haben Sie schon vom größten und umfangreichsten Festival der Welt gehört? Viele kulturelle Ereignisse verblassen im Vergleich zum legendären Burning Man, das vom letzten bis zum ersten Montag im August in Nevada stattfindet. September. Das seltsame und etwas schockierende Fest hat kein festes Programm. Die einzigartige Atmosphäre wird nicht nur von den Organisatoren und der Wüste, in der das Festival stattfindet, geschaffen, sondern auch von den Teilnehmern selbst. Sie errichten eine Zeltstadt mit selbstgemachten Kunstobjekten und der notwendigen Infrastruktur. Niemand weiß, womit sie das Publikum und einander überraschen werden. Mit verrückten Tänzen, Nacktradfahrten oder einer Parade von außerirdischen Wesen. Der Höhepunkt des Festivals ist das Verbrennen einer riesigen hölzernen Statue eines Menschen und des Haupttempels. Möchten Sie das größte Festival für elektronische Musik besuchen? Natürlich, wer würde das nicht wollen? Tomorrowland findet Ende Juli in der belgischen Stadt Bung statt. Das berühmte dreitägige Event zieht jährlich über 300.000 Gäste an. Die Hauptbühnen werden im großen Park mit künstlichen Teichen und malerischen Grünflächen aufgebaut. Das Gelände wird im Voraus mit Foodcourts, Grills und der gesamten notwendigen Infrastruktur ausgestattet. Besondere Aufmerksamkeit verdienen die beeindruckenden Dekorationen, Pyrotechnik und die kraftvolle Akustik, mit denen eine unvergessliche Show geschaffen wird. Als Headliner des Festivals treten normalerweise weltbekannte Künstler wie Armin van Buuren, David Guetta, Skrillex, Technobol und andere auf. Der brasilianische Karneval kann sich ohne Zweifel als das lebhafteste und unvergesslichste Ereignis in der Welt der Feste und Festivals bezeichnen. Aus diesem Grund nimmt er einen ehrenvollen Platz im Guinness-Buch der Rekorde ein. Der Karneval findet jährlich im Februar statt und zieht Millionen von Touristen aus allen Ecken der Welt an. Mit jedem Jahr wächst seine Finanzierung und damit auch sein Umfang. An der Veranstaltung nehmen oft bekannte Sportler, Schauspieler und Musiker teil. Der spektakulärste Teil des Karnevals sind die thematischen Aufführungen und Wettbewerbe der Tanzschulen. Gigantische bewegliche Plattformen, einzigartige Kostüme, überlebensgroße Puppen und Dekorationen, Musik und eine verrückte Energie. Die Atmosphäre dieses Festes ist wirklich schwer in Worte zu fassen. Möchten Sie ein Festival besuchen, bei dem eine ganze Woche lang auf Musikinstrumenten gespielt wird und die Menschen Live-Musik genießen? Das legendäre Szeged kann zweifellos zu den besten Musikfestivals der Welt gezählt werden. Es findet seit 1993 jährlich im Sommer in Budapest statt.
Die Besucher haben eine ganze Woche Zeit, um Live-Auftritte ihrer Lieblingskünstler zu genießen, Musik aus den verschiedensten Genres zu hören und an anderen kulturellen Veranstaltungen teilzunehmen. Im Rahmen des Festivals werden Ausstellungen, Aufführungen und Filmvorführungen, Workshops und vieles mehr angeboten. Vor Ort werden Essen und Alkohol verkauft und den Gästen des Sziget wird eine Unterkunft im Campingplatz angeboten. Das Line-up des Festivals wird durch eine allgemeine Abstimmung zusammengestellt. Zu den Musikern, die auf dem Sziget auftreten, gehören Dua Lipa, Kings of Leon, Major Lazer, The Strokes, Adola AP Rocky, Khalid und andere. Comics sind derzeit eines der beliebtesten Papierprodukte der Welt. Das beliebte Non-Profit-Festival Comic-Con, das der Popkultur und Comics gewidmet ist, findet seit 1970 in San Diego, Kalifornien, USA, statt. Es wird Ende Juli bis Anfang August abgehalten und garantiert den Besuchern 4 Tage voller Spaß, Treffen mit Vertretern der Filmindustrie, Designern und Schriftstellern, Premieren und vieles mehr. Man kann das Festival als Zuschauer besuchen oder sich als Teilnehmer registrieren. In diesem Fall muss man einen Charakter auswählen und ein detailliertes Erscheinungsbild mit Hilfe von Kostümen und Make-up erstellen. Comic-Con gilt schon lange als internationales Festival und schenkt Fans aus allen Ecken der Welt unvergessliche Erlebnisse. Wussten Sie, dass in Deutschland das berühmte Bierfestival und gleichzeitig das größte Volksfest der Welt, das Oktoberfest, stattfindet? Es findet Ende September bis Anfang Oktober statt, und zwar nicht nur in München, sondern weit darüber hinaus. Das Fest dauert 16 Tage, während derer das Bier in Strömen fließt und die Musik nicht verstummt. Rund um die Uhr. Im Rahmen des Festivals kann man bunte Kostümumzüge und Live-Auftritte der besten Musiker sehen und an verschiedenen Wettbewerben teilnehmen. Und natürlich Hunderte von Biersorten probieren. Wenn Sie planen, dieses Festival zu besuchen, sollten Sie sich rechtzeitig um ein Hotel in München kümmern. Haben Sie schon vom wichtigsten Fest in Irland gehört? Das weltweit berühmte Fest zu Ehren des irischen Schutzpatrons wird in vielen Ländern recht groß gefeiert. Natürlich, um die authentischste und großartigste Atmosphäre dieses Ereignisses zu erleben, sollte man nach Dublin reisen. Am 17. März. Am St. Patrick's Day kann man auf den Straßen der Stadt Tausende von Menschen in grünen Kostümen sehen, die Bier trinken, Lieder singen und Spaß haben. Ein wesentlicher Bestandteil des Festivals ist die große Parade und die Hauptsymbole sind Leprechauns und Kleeblätter. Es ist üblich, die Feier in einem der städtischen Pubs zu beenden, wo sich am Ende des Tages Menschenmengen versammeln. Viele Menschen bereiten sich sehr sorgfältig auf die Festivals vor, machen Kostüme, Dekorationen und ergänzen alles mit Musik, daher sollte man mindestens einmal im Leben ein solches Festival besuchen. Welches Festival gefällt Ihnen am besten? Schreiben Sie es in die Kommentare. Nun, währenddessen war Pankake immer noch bei Ihnen. Ich wünsche allen gute Laune und Rückenwind. Bis bald!